In diesem Video teile ich euch die besten Tipps und Tricks, die man in dem neuen 6 gegen 6 Hero Shooter von Valve namens Deadlock kennen muss. Grundsätzlich ist das Video eigentlich für Beginner ausgelegt, aber es gibt auch zahlreiche fortgeschrittene Tipps, die auch für erfahrene Spieler einen großen Mehrwert bringen können. Wenn ihr alle diese Tipps befolgt, die in diesem Video enthalten sind, dann werdet ihr bereits heute schon besser als 90% der aktuellen Deadlock-Spieler sein. Das Video ist in 4 Kategorien eingeteilt. Wir haben einmal Combat und Movement, alles Essentielle, was ihr brauchen müsst, um auf der Lane gegen den gegnerischen Helden zu gewinnen. Danach gibt es einige Tipps zum Shop und was ihr im Shop beachten müsstet, wenn ihr eure Items kauft oder wenn ihr euch auf einen Bild festgelegt habt. Beim nächsten Teil geht es um das Farmen. Was könnt ihr tun, damit ihr genug Seelen im Verlaufe des Spiels habt? Und zu guter Letzt gehen wir noch über die Map Objectives. Eine Sache erstmal vorneweg. Einige Leute von euch kommen aus anderen Hero-Shooter-Spielen wie Paladins oder Overwatch. Dieses Spiel ist nicht ein normaler Hero-Shooter. Das heißt, achtet bitte darauf, dass ihr vor allem im Early Game nicht zu viel Zeit damit verschwendet, nur die gegnerischen Helden zu harassen und fokussiert euch stattdessen auf das Last-Hitten. Die wohl wichtigste Mechanik, die man in diesem Spiel beherrschen sollte, ist das Last-Hitten. Ähnlich wie in anderen Spielen wie League of Legends oder Dota ist es essentiell wichtig, dass ihr den letzten Schuss auf den Minion macht. Nur so erhaltet ihr die Seelen von diesen Minions. Wenn ein Minion low genug wird, dann geht er in eine Todesanimation, dann leuchtet er kurz auf, dann könnt ihr ihn last hitten und dann die Seele von ihm nehmen, nämlich so. Wichtig hier zu wissen, diese Seelen sind nicht nur Gold, sondern geben gleichzeitig auch noch Erfahrung. Das heißt, ihr habt hier beides in einem und das ist auch der Grund, warum in diesem Spiel Last Hitten noch viel wichtiger ist als in anderen Spielen. Wenn ihr einen Minion last hittet, bekommt ihr vor 10 Minuten erstmal Gold für den Last Hit und dann nochmal Gold, wenn ihr die Seele, die aus dem Minion rauskommt, nochmal abschießt. Man kann aber sogar auch die Seele von den eigenen Minions abschießen. Das ist dann ähnlich wie im Dota, das Denyen. Das führt dazu, dass nicht nur der Gegner die Seele nicht kriegt, also das Gold und die Erfahrung, sondern ihr bekommt auch noch das Gold und die Erfahrung davon. Wenn die Seele hier hochgeht in die Luft, wird sie von alleine auch platzen und dann werdet ihr das Gold auch erhalten. Allerdings eben achtet drauf, gegen gute Spieler, die werden die Seele euch dann klauen und werden die Seele selber abschießen und dann werdet ihr das Gold und die Erfahrung natürlich nicht bekommen. Ab 10 Minuten in dem Spiel bekommt ihr keine Seelen mehr für den Last Hit, sondern nur noch, wenn ihr die Seele poppt in der Luft. Somit ist dann eigentlich auch die Laning-Phase ab 10 Minuten beendet. Gleichzeitig ist es auch so, dass wenn ihr zu zweit auf einer Duo-Lane seid, in den ersten 10 Minuten wird die Erfahrung verdoppelt und dann geteilt. Das heißt, ihr bekommt beide 100% der Seelen. Solltet ihr mehr als 2 Leute auf der Lane sein, dann wird die Erfahrung gesplittet auf euch 3. Ab 10 Minuten wird die Erfahrung auf der Lane immer gesplittet mit den freundlichen Teammates, die bei euch in der Nähe sind. Außerdem wichtig, neben dem Last-Hitten, was man natürlich immer darauf achten sollte, sollte man gleichzeitig schauen, dass man auch den gegnerischen Helden ein bisschen harassen kann. Hier müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr euch nicht overcommittet. Gerade Early Game machen die gegnerischen Minions extrem viel Schaden und es kann sehr leicht passieren, dass ihr auf einmal Hälfte vom Leben verliert, obwohl der gegnerische Held euch gar nicht abgeschossen hat und den ganzen Schaden habt ihr nämlich von den gegnerischen Minions bekommen. Wenn ihr den gegnerischen Helden nämlich abschießt, neben seinen Minion bekommt ihr Aggro von den Minions und dann könnt ihr sehen, wie viel Leben man davon verliert. Also das ist wirklich unglaublich, unterschätzt es nicht. Da Deadlock ein Third-Person-MOBA ist, bedeutet das auch, dass wir wahrscheinlich eine präferierte Schulter haben, wenn wir den Gegner abschießen wollen. In diesem Spiel ist das die rechte Schulter. Das heißt, wenn wir hier dem Gegner Schaden zufügen möchten, können wir über die rechte Schulter das tun und dabei noch extrem sicher sein und praktisch mit dem ganzen Körper komplett in Deckung sein. Wenn man das gleiche aber mit der linken Schulter machen möchte, dann muss man sich komplett zeigen. Gerade wenn ihr auf der Lane seid, könnt ihr das extrem stark abusen und gerade immer so Jiggle pieken und immer einen Schuss machen, ohne dass der Gegner euch sieht. Auf der linken Seite geht das praktisch nicht. Wenn man kurz davor wäre, einen Last Hit zu machen, aber man hätte jetzt keine Munition mehr, kann es oft helfen, hier einen aufgeladenen Schlag zu machen. Das ist ein Nahkampfangriff. Es gibt 2 Nahkampfangriffe, einen kurzen. Wenn ihr eure Nahkampftaste kurz antippt, das ist der kurze Schlag. Wenn ihr den Schlag auflädt, dann dasht ihr so nach vorne. Gerade auch im Combat, wenn ihr gegen einen Gegner kämpft und mitten in dem Kampf auf einmal keine Munition mehr hat, kann es extrem stark sein, einfach mal kurz einen Nahkampfangriff zu machen. Oftmals könnt ihr so den Kill securen. Das bedeutet aber auch, dass die Gegner das sehr oft machen werden. Das heißt, dann müsst ihr hier mit eurer Blockentaste das abblockieren. Das führt dann dazu, dass der Gegner für 2 Sekunden gestunt ist und während dieser Zeit bekommt er 30% mehr Schaden von Nahkampfangriffen. Also wenn ihr erfolgreich einen Block macht, dann schlagt danach direkt zurück mit einem Nahkampfangriff. Ihr könnt außerdem den gegnerischen Block oder Parry auch umgehen, indem ihr bei eurem Schlag eine 360-Grad-Drehung macht und dadurch kommt der Schlag etwas später an und dann passt es vom Timing her so, dass genau dann, wenn der Block fertig ist von dem Gegner, dass dann erst euer Schlag kommt. Dann die Core Basic Movement Mechanics, die jeder Spieler kennen muss. Es gibt Dash, es gibt Crouch, es gibt Slide
und es gibt Dash Jump. Die wichtigste Combo, mit der ihr am meisten Distanz gewinnen werdet, ist ganz klar die Dash Jump Slide Combo. Die kann ich hier jetzt einmal ganz kurz zeigen. Die geht folgendermaßen: Dash Jump Slide. Beim Slide könnt ihr übrigens auch um die Kurven sliden. Auch das ist ein sehr wichtiger Move. Immer verwenden und so kommt ihr wirklich relativ gut dann weg. Wenn ihr einen Dash Jump machen wollt, kann es am Anfang vom Timing her etwas tricky sein, das zu finden, wann genau ihr das machen müsst. Ihr seht aber rechts neben eurem Fadenkreuz sind eure Stamina Bars. Wenn dieses Stamina blau leuchtet, das ist das perfekte Timing, das ihr einsetzen müsst, um den Sprung zu machen. Immer dann, wenn es blau ist, müsst ihr springen und dann am Ende könnt ihr den Slide machen um die Ecke und dadurch noch mehr Distanz gewinnen. Es gibt auch noch eine andere Mechanik, die sehr viele Leute nicht wissen, und zwar könnt ihr schnell nach unten kommen, indem ihr doppelt eure Crouch-Taste, also eure Ducken-Taste drückt. Defaultmäßig ist das STRG. Wenn ihr das zweimal drückt, zack, zack, werdet ihr ganz schnell nach unten befördert. Allerdings braucht das eine Stamina-Leiste. Was euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist, ist, dass während ihr slidet, ihr unendlich viel Munition habt. Das erkennt ihr auch an dem Infinity-Symbol bei eurem Ammo-Count. Das müsst ihr auf jeden Fall die ganze Zeit während des Spiels abusen. Gerade bei Helden, die nicht so viel Schuss haben, kann diese Mechanik extrem hilfreich sein. Die Ziplines in diesem Spiel sind sozusagen der Back-Teleport, den ihr aus anderen Spielen wie Dota oder LoL kennt. Eine Sache, die ihr hier dazu wissen müsst: Wenn ihr mitten im Teamfight auf die Zipline hochgehen solltet und euch jemand abschießt, werdet ihr runterfallen und gestunt. Wenn ihr aber bereits 3 Sekunden auf der Zipline drauf seid, dann habt ihr sozusagen ein Schutzschild. Da gibt es einen kleinen Indikator daran, dass man an der Faust hier diesen blauen kleinen Kreis hat. Das bedeutet, dass ihr jetzt nicht runtergenockt werden könnt. Der Shop in Deadlock ist in 3 Kategorien eingeteilt. Wir haben einmal Waffen-Items, Vitalitäts-Item und Spirit-Items. Waffen sind meistens Items, die irgendwie euren Damage, vor allem euren Auto-Attack-Damage mit eurer Waffe boosten. Vitalität sind die klassischen Tank-Items und Spirit kann man sich ein bisschen wie Ability Power aus anderen Spielen vorstellen. Hier geht es bei den Items vor allem um zusätzlichen Schaden für eure Fähigkeiten, aber auch um Cooldown Reduction oder längere Dauer eurer Fähigkeiten. Gerade für neue Spieler kann dieser Shop extrem überwältigend sein, weil man so viele Items hat und dann auch noch so viele Aktiv-Items hat. Was ich hier jedem unglaublich stark empfehle, ist hier ganz links bei dem Shop auf Bild zu gehen. Dann drückt man Browse Builds und dann könnt ihr sehen, welche Builds die meisten Upvotes von der Community haben. So ein Bild könnt ihr dann anklicken und wenn ihr dann das nächste Mal den Shop öffnet, bei der Spalte Builds seht ihr dann genau, was ihr kaufen müsst, beziehungsweise seht ihr dann genau, was in diesem Bild vorgeschlagen ist, was ihr kaufen solltet auf eurem Helden. Gerade für neue Spieler würde ich hier ein Bild raussuchen, der die Items in Early, Mid und Late Game eingeteilt hat. Sobald ihr dann ein bisschen mehr Erfahrung auf eurem Helden habt, könnt ihr dann diesen Bild sogar auch editieren, wenn ihr das möchtet. Die Early Game Items können einen extrem signifikanten Boost zu eurem Schaden oder Survivability ausmachen. Diese kosten jeweils immer nur 500 Seelen. Wenn ihr am Anfang auf der Lane seid, achtet bitte darauf, dass sobald ihr 500 Seelen habt, geht direkt zurück zum Shop und kauft dieses Item. Geht einfach zu eurem Side-Shop, kauft diese Items und dadurch könnt ihr dann extrem stark harassen und sehr wahrscheinlich auch sogar den Fight gewinnen. Ich gehe jetzt mal ein paar wichtige Items durch, die man einfach kennen sollte, weil man damit in manchen Situationen deutlich stärker sein kann. Wenn ihr zum Beispiel einen gegnerischen Helden auf eurer Lane habt, der sich extrem stark healt, dann könnt ihr euch Healbane oder Toxic Bullets kaufen. Dadurch könnt ihr das Healing des gegnerischen Helden reduzieren. Wenn ihr gegen einen Helden spielt, der eine Channeled-Fähigkeit als Ultimate hat, wie zum Beispiel Seven, dann könnt ihr den mit einem Stun unterbrechen. Wenn euer Held aber keinen Stun habt, dann gibt es Items wie zum Beispiel Knockdown oder Curse. Diese machen, dass der Gegner direkt diesen Statuseffekt erleidet und die 7 Ultimate instant abgebrochen wird. Wenn ihr Survivability auf der Lane braucht, könnt ihr etwas wie Extra Regen oder Healing Rite kaufen. Wenn ihr selber eine Ultimate habt und während der Ultimate nicht unterbrochen werden möchtet, dann könnt ihr euch Unstoppable kaufen, zum Beispiel für Haze extrem stark. Übrigens ein anderer wichtiger Tipp, dieser Sidelane-Shop hier existiert nur so lange, dass euer Guardian hier existiert. Sobald euer Guardian zerstört wird, wird auch dieser Shop geschlossen. Zum Beispiel jetzt, wo mein Turret zerstört ist, ist der Shop hier auch geschlossen. Ab dann ist der Secret Shop extrem wichtig, wahrscheinlich auch im Late Game der wichtigste Shop, weil ihr dann nicht mehr immer Back to Base gehen müsst. Den findet ihr auf beiden Seiten auf der Map, jeweils nördlich und südlich von dem Mid-Pit-Boss. Da geht man einfach hier rein und das ist der Secret Shop, der wird immer hier sein und der ist im Late Game extrem wichtig für euch, damit ihr nur ganz kurz von dem Teamfight weggehen könnt, ein Item kauft und dann direkt wieder zurückkommt. Dann könnt ihr unten links sehen, habt ihr 4 Flex-Slots, die am Anfang des Spiels gelockt sind.
Diese schaltet ihr unter verschiedenen Bedingungen frei. Für den ersten Flex-Slot müsst ihr alle gegnerischen Guardian-Turrets zerstören, das sind die T1-Turrets. Für den zweiten Flex-Slot müsst ihr einen T2-Turret zerstören, das sind diese Walker. Für den dritten Flex-Slot müsst ihr alle Walker zerstören und für den vierten Flex-Slot müsst ihr einen gegnerischen Shrine, das sind die Turrets, die die gegnerische Base bewachen, beziehungsweise das Schutzschild von der gegnerischen Base aufrechterhalten, müsst ihr diese zerstören. Etwas, was viele Spieler auch nicht wissen, in diesen Kisten hier können Buffs drin sein. Das sind nicht temporäre Buffs, sondern Buffs, die das ganze Spiel lang anhalten. Das heißt, wenn ich hier drüber laufe, habe ich jetzt plus 3% Weapon Damage für immer. Wenn ihr also auf der Map hin und her moved, achtet bitte darauf, dass ihr diese Kisten immer mitnehmt. Ihr könnt entweder durch diese Kisten durchsliden oder mit Auto-Attack könnt ihr sie schlagen. Auf eurer Minimap erkennt ihr mit dem Dreiecksymbol 3 verschiedene Arten von Jungle Creeps. Diese gibt es in klein, medium und groß. Die Spawnzeiten für diese Minions sind für den kleinen Dschungelcamp an 2 Minuten, für das mittlere Dschungelcamp 7 Minuten und für das große auch 7 Minuten. Wenn ihr über die Map moved, achtet bitte darauf, dass ihr immer diese Dschungelcamps cleart. Ihr könnt euch dazu übrigens auch hier in den Dschungelcamp reinstellen. Wenn ihr dann Q aufgeladen schlägt, könnt ihr 2 Jungle Creeps gleichzeitig treffen. Was ihr auch bei diesen Jungle Creeps machen könnt, ihr könnt die so angreifen, damit nicht alle Jungle Creeps gleichzeitig auf euch schießen könnt. Geht dazu hier hinter Cover und dann wird nur ein Creep auf euch schießen. So könnt ihr die Jungle Camps auch mit sehr wenig Leben noch clearen. So, dann gibt es noch ein paar andere wichtige Map-Objectives, die man kennen sollte. Nach 10 Minuten spawnt außerdem die Urne auf der Map. Wenn ihr über diese Urne drüber lauft, dann müsst ihr sie auf der anderen Seite von der Map wieder abgeben. Während ihr die Urne tragt, könnt ihr übrigens keine Fähigkeiten setzen und auch nicht schießen. Wenn ihr die Urne dann abgebt, kommen hier Seelen raus. Hier empfehle ich die mit einem Nahkampf zu schlagen, damit ihr die so schnell wie möglich bekommen könnt. Die Seelen, die da rauskommen, skalieren mit dem Verlauf des Spiels. Das heißt, desto länger das Spiel dauert, desto mehr Seelen kommen dort auch raus für dich und dein ganzes Team. Außerdem spawnt nach 10 Minuten der Mid-Boss. Das ist sozusagen der Boss auf der Map, den man vergleichen kann mit Roche oder Baron aus Dota und LoL. Bei diesem Boss gibt es einen DPS-Check, das heißt, meistens könnt ihr alleine den DPS-Check nicht vervollständigen und dadurch könnt ihr keinen Schaden an dem Boss machen. Sobald ihr aber genug Schaden macht, wird der Boss auch Leben verlieren. Wenn ihr den Boss killt, dann kommt so ein grüner Splitter vom Himmel runter. Diesen grünen Splitter müsst ihr dann mit einem Heavy-Nahkampf-Attack angreifen, damit ihr den Buff für euer Team sichern könnt. Wenn ihr den Mid-Boss-Buff habt, habt ihr 50% schnellere Respawn-Time das nächste Mal, falls ihr sterben solltet. Gleichzeitig erhalten auch alle eure Minions bei euch 50% mehr Leben und ihr erhaltet signifikant erhöhte Feuerrate, während ihr den Buff besitzt. Also wirklich ein unglaublich starker Buff, unterschätzt ihn vor allem im Late Game nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich total über ein Like oder einen Kommentar freuen. Schreibt mir auch bitte gerne unten in die Kommentare, welches Video ihr als nächstes sehen wollt.